Die Herausforderung ist nur diese. Die Plattformen entscheiden nämlich, was du siehst. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen hier wieder bei Loslassen und gemeinsam wachsen, zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich so sehr, jetzt wieder hier zu sitzen, mit der Sonne im Gesicht, die in mein Büro scheint und diese Podcast-Episode für dich aufnehmen zu dürfen. Heute geht es um ein Thema, das mich so lang schon begleitet. Tatsächlich hat es 2012 ungefähr angefangen mit so einem ganz krassen Bewusstsein darüber, wie Social Media funktioniert. Vielleicht sogar schon ein bisschen eher. Und für mein Unternehmen, das ich schon ein paar Jahre inzwischen hier laufen habe für mein Online-Business, ist Social Media natürlich eines der wichtigen Anker, um dir zu zeigen, welche Arbeit ich mache, wie ich dir helfen kann, was ich mir wünsche für dich und für deine Familie und für dein Kind und für die Welt. Und letztendlich mein Marketing hier drüber laufen lasse, in Anführungszeichen. Dennoch, ich bin seit vielen Jahren im Konflikt. Ich bin seit vielen Jahren im Konflikt mit Social Media, mit den Plattformen und stecke da wirklich in einem Dilemma, das ich dir heute zeigen möchte in dieser Episode. Du erfährst jetzt gleich, meine Geschichte, meinen Umgang, wie ich zu meinen Gedanken oder zu meinen Erfahrungen gekommen bin. Dann werde ich dir natürlich auch einen Einblick geben darüber, und das ist mir ganz wichtig, Bewusstsein zu schaffen. Ich möchte dir zeigen und ich werde dir gleich zeigen, wie Social Media funktioniert aus der Sicht des Unternehmens und natürlich auch aus der Sicht des Kapitalismus, der natürlich da dahinter steckt. Und dann wirst du natürlich auch von mir Lösungen erhalten, Gedanken erhalten für dich, für den Umgang mit Social Media und natürlich auch ein bisschen Information darüber, wie sich das bei mir verändert oder verändern wird. Ich würde mal vorschlagen, wir starten los und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich starte direkt mal mit einem so bereichernden Erlebnis, das ich mit meiner Familie hatte, als wir in diesem Sommer in Costa Rica im Urlaub waren. Und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, dort eine Kaffeetour zu machen und zu sehen, wie Kaffee angebaut wird und über Kaffee zu erfahren. Ich liebe es, zu lernen, was Neues zu entdecken, und ich liebe auch echt Kaffee. Ich mag Kaffee einfach so gern. Ich freue mich jeden Morgen über meinen Espresso, den ich mit viel Milch trinke, in meiner Lieblingstasse und der dann so warm dampft. Das ist für mich so ein richtiges Ritual. Darüber auch gerne mehr in einer zukünftigen Podcast-Episode über Rituale und Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns ja auch ganz stark helfen. Das ist jetzt mal nur so am Rande. Und da war diese Kaffeetour für mich wirklich ein Muss, wenn ich mit meiner Familie in Costa Rica im Urlaub bin. Und diese Kaffeetour, ich werde mich mein Leben daran erinnern, war so großartig, weil der Kaffeebauer so großartig war. Der hat sich hingestellt, hat uns begrüßt. Wir waren 2 Familien, die bei dieser Tour mitgemacht haben, auf seiner Organic Farm, die er da hat. Und er stand da, breitbeinig, ganz selbstbewusst und sagte: möchtet ihr heute einen Tipp von mir hören, wie es der Welt besser geht, wie wir die Umwelt schützen und wie wir Not unter den Menschen verringern können?
Und natürlich wollten wir die Antwort wissen. Und die Antwort war: trinke keinen Kaffee. Abgesehen davon, dass das natürlich jetzt aus Metaperspektive für mich als Unternehmerin ein unfassbar gutes Marketing war. Und ich bin selber ja Marketer. Ich möchte mit meiner Botschaft Aufmerksamkeit erreichen und dir zeigen, wie es dir gelingt, so zu sein, wie du sein willst, dich wirklich zu entfalten, zu entpuppen, die ganzen Zwiebelschalen von dir zu schälen und dein wahres Ich zu sein, die Mama zu sein, die du sein willst, die Beziehung zu führen zu deinem Kind, die du dir so sehr wünschst, die ich mir so sehr für dich wünsche, für euch wünsche, weil ich weiß, dass es Frieden auf der Welt bewirkt, dass es Frieden auf der Welt bewirkt und im Kleinen, in der Familie und dann im Großen. Ja, aus der Metaperspektive fand ich das natürlich unfassbar großartig, aber ich war natürlich auch gespannt auf den jetzt wichtigen Inhalt, der dann kam, und der war, dass er sagte: jede Tasse Kaffee, die du trinkst, braucht 130 bis 140 Liter Wasser in der Herstellung. Oh, ich sag's dir, es hat mich so berührt. Es hat mich so sehr berührt, dieses Wissen zu haben und zu erkennen, was für ein Wasserverbrauch das Wichtigste, was wir haben im Leben ist. Und die Luft zum Atmen und Wasser zum Trinken. Für ein Luxusgut, das wir verbrauchen. Es war ein richtiger Stich in meinem Herzen. Und er führte das dann weiter auf über die Rolle und die Wichtigkeit von einer Banane, die so viel mehr wert ist als dieses Luxusprodukt Kaffee, um eben den Hunger auf der Not zu beenden, die Not von Hunger in der Welt zu beenden. Und hat sich dann auch politisch geäußert über so Gedanken wie Fleischkonsum so drastisch zu reduzieren, während all die das fordern, literweise Kaffee trinken. Also es war wirklich großartig. Und er fügte hinzu, indem er sagte: und ich stecke ganz tief drin in diesem Kapitalismus. Ich stecke drin in diesem Dilemma. Es ist mein Dilemma. Und wie ich dir das so sage, kommen mir fast die Tränen, weil ich mir dachte: oh Gott, ja, wir stecken alle so drinnen in diesem Dilemma zwischen unseren Werten und unserem Wunsch, wie die Welt sein soll, und den Systemen, in denen wir leben. Auch darüber möchte ich noch eine Episode für dich machen, um dir dieses Bewusstsein zu schaffen, dieses Bewusstsein zu kreieren, wie sehr wir in diesen vielen inzwischen so kranken, menschenfeindlichen Systemen stecken. Mein Dilemma, das ich dir heute präsentiere, ist eben das Dilemma einer Online-Unternehmerin. Ich arbeite digital. Ich habe bewusst ein Online-Unternehmen gegründet und aufgebaut, weil ich so starke Werte habe nach Unabhängigkeit und Freiheit und der Möglichkeit, mich mit Menschen überall auf der Welt, egal welcher Herkunft, welcher Kultur, verbinden zu können. Und ich bin da den digitalen Möglichkeiten und dem Fortschritt so sehr dankbar, dass das möglich ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, natürlich stecke auch ich in einem Dilemma. Und es war tatsächlich, jetzt starte ich einmal los mit meiner Erfahrung zum Thema Social Media, die Zeit, in der ich in einem Unternehmen gearbeitet habe und habe dort in diesem Mittelstand damals die Kommunikation übernommen. Ich habe die Kommunikationsabteilung mitgeleitet, mich um die digitale Kommunikation federführend gekümmert, das heißt um den Auftritt im Internet, die Webseite, die Kommunikation online, die digitale Kommunikation und natürlich auch den Social-Media-Bereich. Ich habe damals, das ist schon einige Zeit her, 2012, in München eine Aus- und vor allem Weiterbildung gemacht zum Social Media Manager. Dazu musst du wissen oder darfst du dich erinnern, dass 2008 Facebook gegründet wurde und damit natürlich wesentlichst sich die digitale Welt für Unternehmen verändert hat. Es war auch schon die Zeit, in der es ganz viele Blogger gab und Seiten gegeben hat, wo man sich austauschen konnte. Also die Gründung von Mark Zuckerberg, dieses unfassbaren Facebook, war wirklich und ist nach wie vor ein unfassbarer Gamechanger der digitalen Welt.
Und 2012, ich erinnere mich noch, wie ich da drin saß und von zu diesem Zeitpunkt schon recht bekannten Coaches und Bloggern Vorträge hörte und Schulungen gemacht haben. Wir haben Workshops gehabt miteinander. Da sagte die eine Bloggerin, die Maike, sagte, wir wissen heute bereits 2012, dass die Aufmerksamkeitsspanne der User im Internet 10 Sekunden beträgt. Das heißt, nach 10 Sekunden 2012 sind viele User von Webseiten abgesprungen oder von Blogartikeln abgesprungen, sodass man wusste, dass man Blogartikel und Webseiten so gestalten muss, dass man sie möglichst lange auf der Plattform hält. Und sie hatte dann hinzugefügt, es braucht jetzt nur noch 2 Sekunden weniger und dann hat der Mensch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als der Goldfisch. Und ich habe damals gelacht. Ich sehe mich, wie ich da drin sitze und das Lachen anfange. Ich habe mir gedacht, niemals im Leben, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir im Schnitt eine Aufmerksamkeitsspanne von nur 8 Sekunden haben. Das ist ja unglaublich. Der nächste Hammer damals war, und es passte auch so gut zu meinen Erfahrungen, die ich im Unternehmen gemacht habe, und da komme ich auch später nochmal drauf zurück, war, dass man 2012 in dieser Schulung hatte man uns als auszubildenden Social Media Manager, die in Unternehmen arbeiten, geraten, wärmstens ans Herz gelegt, keine Click-Slaves mehr zu kaufen. Vielleicht fragst du dich, was Click-Slaves sind. Click-Slaves zu dem damaligen Zeitpunkt. Und du kannst dir vorstellen, dass sich auch in den letzten 12 Jahren dazu noch einiges getan hat. Click-Slaves waren gekaufte Unternehmen in den asiatischen Ländern, hauptsächlich und primär, bei denen man dann letztendlich viele fremde Fake-Accounts kaufen konnte, die dann wiederum beauftragt waren, das eigene Unternehmen zu liken und die Kommentare zu herzen und vielleicht irgendwie einen Kommentar dazu zu schreiben. Die Angebote waren da ganz differenziert, würde ich mal sagen. Sprich, man hat sich Likes gekauft. Click-Slaves war damals der umgangssprachliche Name in der Unternehmenswelt. Wenn du bedenkst, dass es 12 Jahre her ist, kriegst du vielleicht eine annähernde Vorstellung, wo wir uns heute befinden. Und für mich war diese Ausbildung und auch die Arbeit, ein Unternehmen digital zu präsentieren, damals wahnsinnig spannend, weil ich auch einen Chef hatte, der jeden Morgen kam und gefragt hat, wie viel mehr Likes wir haben, warum wir nur so wenig Likes haben, wie wir den Content besser aufbereiten können, dass es mehr Likes gibt, während ich gleichzeitig davon abgeraten hatte, Click-Slaves zu kaufen, weil zu dem Zeitpunkt schon Facebook sehr wohl Fake-Accounts erkannt hatte und Unternehmen dann abgestraft hat. Auch dazu werde ich gleich noch was sagen. Wenn wir uns also das Dilemma anschauen, in dem ich mich befinde, gilt es natürlich, dir ein Bewusstsein zu schaffen darüber, wie aus unternehmerischer Sicht und Social Media funktioniert. Das heißt, all die Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, all die Messenger-Dienste, die gehören damit rein, YouTube. All das sind eben Möglichkeiten, die einen sinnvollen und genialen Ursprung hatten, nämlich, dass wir in Verbindung kommen. Das ist auch das, was ich so liebe daran, dass wir weltweit uns vernetzen können, uns austauschen können oder in Verbindung gehen können. Diese Plattformen haben aber ein Konsummodell, das natürlich wirtschaftlich funktionieren muss, in Form von Werbung, Monetarisierung der Daten und natürlich auch der Aufmerksamkeit des Users. Das heißt, sie leben davon, dass Unternehmen Geld ausgeben, natürlich für Werbeplätze, was absolut legitim ist und völlig normal. Und natürlich auch von dem Verhalten und der Aufmerksamkeit der Nutzer, das heißt und Nutzerinnen. Das heißt, der Inhalt ist das Produkt und die Nutzer, der User im Web ist die Ware, inklusive seiner Daten. Die Plattformen, die verdienen durch die Unternehmen, weil wir als Unternehmen Werbeausgaben haben und dementsprechend den Social-Media-Plattformen Werbeeinnahmen ermöglichen.
Und jetzt kommt die Herausforderung. Es ist gar nicht die Werbung an sich. Ich finde Werbung großartig. Werbung hilft uns, etwas sichtbar zu machen, eine Idee zu zeigen. Marketing ist genauso wunderbar, zu zeigen, was man kann und wie man Dinge umsetzt und Möglichkeiten aufzuzeigen. Denn wie kannst du etwas erleben oder hören oder verändern, wenn du nicht weißt, dass es existiert? Also das ist grundsätzlich notwendig, dass du mit irgendetwas Neuem in Kontakt kommst. Zum Beispiel bei mir mit meinem Thema, mit bewusster Elternschaft, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit der Kraft der Sprache. Erst dann, wenn du überhaupt diese Dinge im Bewusstsein hast, irgendwie, das heißt durch Werbung, vielleicht durch ein Buch, das du gelesen hast, all das ist Marketing. Das ist das Zeigen von den Möglichkeiten, und damit du dann später entscheiden kannst, ob es dich anspricht, ob du diesen Impuls umsetzen möchtest, ob du da in die Tiefe gehen möchtest. Das ist völlig notwendig und in Ordnung. Die Herausforderung ist nur diese. Die Plattformen entscheiden nämlich, was du siehst. Das ist die Rolle des Algorithmus. Der Algorithmus ist ein technisches System, um das mal so einfach auszudrücken, eine unglaubliche Formel, die ausgemacht wird anhand des Formats, der Interaktion, der Textgestaltung, der Textart, der Schlagworte, der Texte. Also wie ist auch ein Text aufgebaut? Wie steht der Empfänger dieses Posts, dieses Videos im Verhältnis zu dem Unternehmen, zu dem Freund, zu dem neuen Inhalt? Die Rolle des Algorithmus, das ist das, worum es tatsächlich in diesem konsumbasierten Modell geht, nämlich, dass Unternehmen, die den Algorithmus versuchen zu knacken, den Algorithmus versuchen zu verstehen, um daraufhin dann ihre Inhalte aufzubauen, damit dann der Algorithmus die wertvollen Inhalte in die Sichtbarkeit der Nutzer bringt. Was heißt das? Ich versuche es dir mal in einem einfachen Beispiel zu zeigen, und ich beobachte das natürlich auch anhand meiner Kolleginnen und überhaupt im Web. Unfassbar, wie der Algorithmus die Menschen unter Kontrolle hat und die Unternehmen zwingt, das Algorithmusspiel zu spielen. Ich habe gesehen und ich habe erlebt, wie Achtsamkeitscoaches, spirituelle Coaches im Urlaub immer wieder Postings machen. Von Achtsamkeit sprechen, aber eigentlich, oder von Social Media sich lösen wollen, aber letztendlich Social Media Posts vorbereiten, beziehungsweise vom Unternehmen vorbereiten lassen und damit natürlich auch suggerieren, verfügbar zu sein. Ich habe Unternehmen und Coaches und Influencer sprechen hören in die Kamera, wie sie sagen, dass sie eine Erkrankung haben, eine Mandelentzündung haben, in der Schwangerschaft im Krankenhaus liegen. Auch das habe ich gesehen von Influencern, die dann im Krankenhaus ein Video machen und sagen, dass es ihnen so sehr leid tut, dass sie jetzt krank sind und nicht mehr regelmäßig posten können, und hoffen, dass der Algorithmus sie nicht abstraft, dass sie hoffen, dass all die Follower immer noch ihre Follower bleiben, weil sie ja jetzt mit der Krankheit und Erkrankung gezwungen werden, eine Pause zu machen. Diese Idee von, wir im Sinne von Unternehmen, den Algorithmus füttern und das Algorithmusspiel mitspielen, um gesehen zu werden, ist nicht die Lösung. Es ist nicht annähernd mit meiner Moral und Ethik und meinen Werten vereinbar, ein Spiel mitzuspielen, das Menschen in die Abhängigkeit bringt, und zwar sowohl Unternehmer als auch den User, den möglichen Kunden, dich als Nutzerin, dich, die ich inspirieren möchte mit meinen Werten und mit meinen Inhalten und mit meinen Impulsen, damit du ein achtsameres und selbstbestimmteres und liebe- und respektvolleres Leben führen kannst. Und genau das ist tatsächlich schon das erste große Dilemma oder das Hauptdilemma, das ich habe und dir jetzt hier in dieser Episode gleich als wichtigsten Aspekt mitbringe.
Social Media, das heißt, wie ich es machen soll als Unternehmerin, geht mit meinen Werten überhaupt nicht konform. Und zwar schon so lange nicht. Also es widerstrebt mir regelrecht als Unternehmerin, mich unter Gehorsam und Zwang zu stellen, einer Plattform, die ihre eigenen Regeln alle paar Monate ändert, damit ich dann die Chance habe, dich zu finden, dir zu zeigen, wie ich dir helfen kann, damit du die Impulse findest, die du die ganze Zeit auf Social Media suchst. Und ich habe sie, ich kann sie dir bieten, aber du wirst einfach mit mir sonst nicht in Verbindung gebracht. Und es ist so unglaublich schade. Es ist so unglaublich schade, dass es so funktioniert und bringt mich natürlich in das Dilemma, beziehungsweise in meine Lösung für mich als Unternehmerin, die da heißt, ich mache es weiterhin so, wie ich es machen möchte. Mit der Konsequenz, die da ist, nämlich, wie es in unserer Unternehmenssprache heißt, abgestraft zu werden. Tatsächlich abgestraft zu werden. Wenn du meine Arbeit schon ein wenig verfolgst, dann weißt du, dass ich dir zeigen will, wie wir Beziehungen aufbauen, die ohne Drohen, ohne Bestrafen und ohne Belohnung sind. Und all diese Plattformen funktionieren genauso. Es ist eine reinste Erziehungsmaßnahme, die von den Unternehmen Gehorsam fordert. Gerade bei Meta ist es ganz speziell, da ist auch Werbung unglaublich, es ist Zensur unglaublich, was ich hier schon erlebt habe bei mir selbst, von Kolleginnen auch natürlich, was Zensur angeht, mit fadenscheinigen Begründungen, die man nicht nachvollziehen kann. Wie aufwendig auch wirklich Werbung ist, was für eine Art, also was für eine Kunst es ist, Werbung auch so zu gestalten, dass sie überhaupt sichtbar gemacht wird, dass sie überhaupt ausgespielt wird. Social Media ist im Sinne von Unternehmen, die wirklich viel, viel Geld und Zeit investieren. An dieser Stelle mag ich dir verraten, dass ein Post in Social Media auch locker 1 Stunde braucht, bis er draußen ist. Also von der Planung über die Erstellung, den Schnitt, die Musik, den Text, die Subtitles. All das ist richtig Arbeit. Wenn du dann das natürlich hochrechnest, geht da richtig viel Energie hinein von Unternehmen für diese Sichtbarkeit. All das ist wichtig zu sehen und wichtig zu wissen, um selbst letztendlich entscheiden zu können, wie viel Zeit und Energie du als User, in der Fachsprache als Userin, als wachsame und bewusste Mama du diesem Medium geben möchtest. Ich will für dich Bewusstheit. Ich möchte, dass du erkennst, was tut mir gut. Dass du ruhig und gelassen und achtsam bist mit dir selbst und mit deinem Kind. Dass du entdeckst, was dich glücklich macht. Und nicht, dass du alle paar Sekunden auf Social Media hoch und runter scrollst und vielleicht frustriert zurückgelassen bist oder im Vergleich zurückgelassen wirst, weil dich die Inhalte triggern, traurig machen, dir suggerieren, dass du nicht gut genug bist, dir zeigen, was du noch alles hättest besser machen sollen. Der zweite Punkt im Bereich Social Media und Kapitalismus, den ich für dich notiert habe, ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Dieses wunderbare Stichwort hier in meinen Notizen heißt, dass natürlich Social Media gemacht ist und mit dem Algorithmus, was du gerade gehört hast, so aufgebaut ist, dass du als User unbedingt in diesem Netzwerk und in dieser Plattform bleibst. Also Unternehmerinnen, Content Creator, Unternehmer, Influencer, Influencerinnen konkurrieren in einer Tour, in Klammern, ich sage es jetzt ganz so deutlich in Klammern, dieses Konkurrieren an sich widerstrebt mir ja auch schon. Ich halte überhaupt nichts von Konkurrenz. Ein Wettbewerb ist völlig irrsinnig. Wir müssen so sehr darauf hinkommen, zusammenzuarbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten. Das fängt im Kleinen an, in der Familie und mit der besten Freundin und mit den Nachbarn. Aufhören, sich zu vergleichen, sondern die eigenen Potenziale zu entdecken und miteinander zu gestalten. Klammer zu. Fakt ist aber, dass wir in dieser Welt, in dieser Social-Media-Welt,
es wirklich darum geht, um die Zeit und Aufmerksamkeit des Users zu ringen. Das heißt, in Form von, wer kriegt die Werbeplätze? Wie geil ist die Werbung gestaltet, damit der Werbeplatz sicher ist? Wie ist der Content gestaltet, um ausgespielt zu werden? Mit welchen Inhalten wird der Content bestückt, um psychologische Mechanismen beim User zu entfachen? Stichwort Gamification. Also wie kann ich ihn mit Spaß und Freude, was gut ist. Es ist super, Humor zu haben und Humorvolles anzuschauen, weil es dich in eine gute Stimmung bringt. Ich bin ein großer Fan von Humor und ich wünsche mir und dir, dass du jeden Tag unfassbar viel lachen musst, weil das einfach gesund macht und gesund hält. Aber wie kann man letztendlich, das ist die Frage des Algorithmus und letztendlich dann auch das, was die Unternehmen machen und in Content kreieren, wie kann man den kreieren, damit du so lang wie möglich in der Plattform bleibst. Denn wenn dein Content gut ist aus der Sicht des Algorithmus und der User lange deinen Content anschaut, dann wird der Content auch länger ausgespielt und du siehst mehr von diesen Inhalten. Das heißt, wenn ich das zurückbringe auf mein Dilemma, worum es mir in diesem Podcast geht, ich will dich gar nicht in dieser Plattform halten. Mein Ziel ist es, dass du dich inspirieren lässt, dass du mit gutem Gefühl einen Impuls bekommst, der dir ein gutes Gefühl macht, der dich nachdenklich macht, der dir hilft zu reflektieren und ein bewussteres Leben zu führen. Und dann wünsche ich mir, dass du diese Plattform verlässt. Ich möchte, dass du Instagram, Facebook, YouTube zumachst und in die Umsetzung kommst. Dass du nicht hängen bleibst und den nächsten Dopamin-Kick holst. Dopamin ist ein Hormon, unser Belohnungssystemhormon, das immer dann ausgeschüttet wird, wenn du zum Beispiel eine neue Information hast. Und letztendlich konditionieren wir uns durch unser Userverhalten im Internet, durch die viele Informationsflut, die dort ist, immer wieder neue Informationen zu holen. Und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du gezielt Informationen holst, dass du gezielt dieses Werkzeug, dieses großartige Werkzeug eines Smartphones und diese wunderbaren Plattformen zum Positiven für dich nutzt, gezielt Informationen zu holen, die dich mit positiven Emotionen zurücklässt, die dir ein gutes Gefühl macht, die dich inspiriert. Und dann, dass du umsetzt, dass du das dann versuchst, in deiner Welt zu machen, neu zu handeln, neu zu denken, damit du ein besseres Leben hast, damit du rauskommst aus der negativen Gedankenspirale, rauskommst aus diesen Selbstvorwürfen, die gerade du als Mama ja so oft hast und zurückkommst zu dem Wesentlichen, zu dem Tiefen, zu dem, wer du wirklich bist und wie du dein Leben gestalten möchtest. Ein weiterer Punkt, den ich für dich habe, ist das Thema Verbindung. Ich habe mein Unternehmen gegründet genau aus dem Aspekt, dass ich dir zeigen, vorleben und Spaß machen möchte, in Verbindung zu gehen. Verbindung zu Menschen, Beziehungen aufzubauen, ist mein höchstes Gut. Und wie das geht, mit welchen Worten wir in Verbindung gehen, wie wir tiefe Bindungsbeziehungen aufbauen, das zeige ich dir. Und diese tiefen Bindungsbeziehungen zu deinem Kind stärken nicht nur dich, sondern eben auch dein Kind. Wenn es lernt, dass es wichtig ist, wenn es von Grund auf Urvertrauen spürt, wenn es eben nicht niedergemacht wird, geschwächt wird, beschämt wird, sondern seine Potenziale entwickeln darf. Und du gleichzeitig, und das ist ja gemeinsam wachsen, das ist das, von dem ich so viel erzähle, und du eben auch gleichzeitig in Verbindung gehst mit deinem inneren Kind, mit deinen eigenen Verletzungen, die alle im Konflikt mit deinem Sohn oder deiner Tochter präsent werden. Die kommen an die Oberfläche durch das reale Erleben eines Konflikts. Wenn das geheilt werden kann, wenn das neu gestaltet werden kann, raus aus diesen alten Gedanken, aus diesen alten Erziehungsmethoden, aus den negativen Gedanken, aus den Ängsten, die wir haben, in die Liebe rein. So platt es klingt, aber raus aus der Angst, in die Liebe, ins Vertrauen, dann ist die Welt ein friedlicher Ort. Und da möchte ich hin. Ich sehe jedoch, dass Social Media uns da nicht so richtig hinbringt.
Ich wünsche mir so sehr eine tiefe Beziehung zu dir. Ich wünsche mir wirklich so sehr, dass du erkennst, wie sehr mein Herz entflammt für dieses Thema, das ich habe, dass ich dir so sehr all das zeigen möchte und geben möchte. Doch Social Media suggeriert so oft Verbindungen und Beziehungen, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Allein die Tatsache, dass du ab und an ein Reel anschaust, ein Video anschaust, das wenige Sekunden hat, weil die Aufmerksamkeitsspanne des Users inzwischen noch viel weniger ist als 8 Sekunden, wie ich eingangs gesagt habe. Und dementsprechend die Unternehmen ihre Videos auch immer kürzer halten, damit du gut konsumieren kannst, denn das ist das Ziel. Man möchte, dass du weiterhin auf der Plattform bleibst und weiterhin konsumierst. Wenn du ein Video anschaust, das ein paar Sekunden hat, ein 15-Sekunden-Reel, und dich das mit Vorwürfen, inneren Vorwürfen und Fragen und Zweifeln hinterlässt, dann kann ich nur sagen, all das war eine Illusion. Diese 15 Sekunden haben dich in eine Illusion versetzt, eines Lebens von einer Person, von denen du nur 15 Sekunden gesehen hast, die mit einer bewussten Intention genau dieses 15-Sekunden-Reel gemacht hat, um dich mit diesen Gedanken vielleicht am Ende des Tages stehen zu lassen. Ein Tag hat 86.400 Sekunden und diese kurzen Ausschnitte schaffen keine tiefe Verbindung zwischen einem Unternehmen oder einem Coach oder einem Mentor und dir. Oder zwischen einem 15-Sekunden-Video einer Freundin, die zeigt, wie sie im Urlaub ist und was sie alles macht, schafft keine Verbindung zu ihrem Leben und kein Eindringen in ihr Leben und auch keine tiefe und enge Verbindung. Denn enge Verbindungen entstehen durch Gespräch. Enge Verbindungen entstehen, indem wir mehr Austausch haben als nur 15 Sekunden oder 4 Sekunden oder 3 Sekunden oder einfach nur einen Spruch. All das sind Impulse, die anregen dürfen und sollen, dass du in tiefe Verbindung zu dir gehst. Und auch hier erlebe ich so oft aus meiner Unternehmerinnenblase, ich folge natürlich auch, ich habe auch einen Instagram-Account natürlich, wie du weißt, und ich folge Menschen, die mich inspirieren. Ich gehe in Instagram mit der bewussten Intention, mit dir in Verbindung zu gehen, persönlich mit dir in Verbindung zu gehen, wenn du dich bei mir meldest, wenn du einen Kommentar hast, wenn du mir eine Direktnachricht schreibst, mit dir persönlich in Verbindung zu gehen, mit der Energie, die ich dann in diesem Moment habe. Und ich bin dort, um wirklich Impulse zu bekommen. Und da beobachte ich so oft, dass Menschen und Unternehmen Dinge schreiben, die haben sie schon lange nicht mehr selbst geschrieben. Und vielleicht ist es auch schon gar nicht mehr von einem Menschen geschrieben. Also die Rolle der KI, da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Und auch kommentieren und auch all das einfach nicht mehr von dem Menschen selbst, der das Unternehmen repräsentiert, natürlich dann gelebt wird. Und da möchte ich dir einfach sagen, löse dich davon, denn es ist auch für Unternehmen nicht machbar. Ich denke jetzt gerade an ganz große Unternehmen, die mehrere Mitarbeiter haben. Es ist notwendig, jemanden zu haben in einem Unternehmen, der Kundenkommunikation betreibt, der Social-Media-Arbeit macht. Nur wenn du dann als Nutzerin denkst, dass du diesen Menschen persönlich eine Nachricht schreibst und kommentierst und der das dann liest, dann ist das eine Illusion. Es ist aus Seiten des Unternehmens nicht machbar, Hunderte oder Tausende Kommentare zu lesen. Ich meine, das kann man sich einfach mal ausrechnen, wie viele Sekunden man braucht, um den Kommentar zu lesen und zu beantworten. Das ist ein Vollzeitjob. Und abgesehen von liebevollen und netten Kommentaren mit dem Versuch, Verbindungen aufzubauen, gibt es auch so viel Hass im Netz. Auch ich habe schon so viel Abwertendes bekommen. Auch das ist ein Punkt, wo es sinnvoll ist, aus der Sicht des Unternehmens, einen Teil dieser Arbeit zwingend abzugeben, um nicht von diesem negativen Shitstorm, den man da vielleicht auch bekommt, Hassrede, Diffamierung, weil man sich in irgendeiner Form geäußert hat, da nicht
runtergezogen zu werden, sich auch selbst zu schützen, denn das Cybermobbing an dieser Stelle ist unfassbar groß, wirklich unfassbar groß. Im Übrigen, wie ich es auch schon erlebt habe, findet das auch durch die KI statt, also durch Bots, die dann darauf aus sind, die Unternehmen anzuschreiben, schlecht zu machen. Es gibt so viel Schatten, den ich dir sagen möchte und zeigen möchte, um ein Bewusstsein zu schaffen, wie du damit umgehen möchtest. Was ich dir jetzt also jetzt nur als kleine Zusammenfassung mitgeben möchte, ist, hab ein großes Bewusstsein darüber, wie du mit Social Media umgehst. Also für dich zum Reflektieren und zum Hinterfragen. Wenn du das nutzt, warum? Was ist deine Intention? Wie möchtest du dich danach fühlen? Aus welchem Verhalten heraus rufst du die unterschiedlichen Kanäle auf? Also welches Bedürfnis erfüllst du dir selbst damit, indem du in YouTube etwas anschaust, in Instagram scrollst und hängen bleibst? Was möchtest du? Ich möchte dich auch inspirieren mit der Frage, wem möchtest du wirklich folgen? Ich habe auf Social Media tatsächlich auf Instagram schon mal diesen Tipp gegeben und gebe ihn hier nochmal und ich mache es genauso und deswegen kann ich dir den Tipp geben, weil ich weiß, wie gut es tut. Es tut einfach so gut. Folge nur noch den Menschen, den Unternehmen, die dich mit einem guten Gefühl zurücklassen, die dich inspirieren, oder deren Gedanken du über den Tag mitnimmst und zu deiner Wahrheit kommst. Jede Form von Vergleich tut dir weh und es ist so unnötig. Jede Idee von Dingen, die du siehst, die dir Angst machen, die Wut in dir machen oder die dich eben mit Neid durch Vergleich zurücklassen, die Bilder in deinem Kopf entstehen lassen, in denen du schlecht wegkommst, die dich traurig stimmen. All diesen würde ich entfolgen. Und wenn ich dazu gehören sollte, dann tut es mir so unendlich leid. Es war überhaupt und ist nicht annähernd meine Intention. Ich möchte, dass du von mir inspiriert wirst und dass ich dir gute Gedanken mitgebe, die dir helfen, eine tiefe, tiefe Verbindung zu dir zu entwickeln, die dir helfen, dich zu entdecken, die dir helfen, dein Kind zu sehen, wie es ist und dein inneres Kind in den Arm zu nehmen. Ja, das ist so mein großer Hinweis für dich für heute. Ich habe natürlich, kleiner Ausblick, eine Folge für dich in petto direkt darüber, wie du mit dem angewohnten Verhalten, das wir im Übrigen haben, also ich habe ganz, ganz interessante Angewohnheiten mit meinem Smartphone, wie du dieses eigene Verhalten eben auch sehen kannst und ja, wie du mit Social Media gut umgehen kannst. Da habe ich eine extra Folge für dich, ein bewusster Umgang mit Social Media, wie der ausschauen kann. Es lohnt sich wirklich immer, wenn du in Instagram, Facebook und so weiter bist, dass du wirklich kritisch hinterfragst, was du da jetzt siehst, von wem das kommen könnte, dass du vielleicht da auch die Wissenslücken, das machen wir hier gerade, oder das mache ich gerade mit dir, die Wissenslücken darüber, wie das alles funktioniert, so ein bisschen stopfst, um eben nicht ein Spielball zu sein, auch von diesen Systemen oder von Unternehmen, die dich halten wollen an ihren Produkten, an den Vergleichen, an den negativen Gedanken, an der Angst, sondern dass du wirklich inspiriert rausgehst, mit Mut rausgehst, mit Bewusstsein und mit einem gehörigen Portion Inspiration, dein Leben in die Hand zu nehmen, eigenverantwortlich und zu gestalten. Für mich aus dem Blickwinkel einer Unternehmerin und Mentorin für dich ist dass ich sagen kann, Social Media verändert sich. Wir brauchen alle zusammen neue Möglichkeiten, um wirklich tiefe Verbindungen aufzubauen. Ich habe den Eindruck, dass Social Media seinen Höhepunkt erreicht hat. Vor allem auch, weil die KI so viele Möglichkeiten bietet,
an, Texten zu schreiben, Videos zu kreieren, die nicht echt sind. Das heißt, immer mehr die Wahrheit und die Illusion, es vermischt sich immer mehr, sodass in meinem Gefühl und in meinem Erleben es immer wichtiger wird, dass wir uns auf persönlicher und menschlicher Ebene verbinden, uns wirklich als Menschen sehen. Ein kleiner Ausschnitt noch für dich mit dem Hinweis, ich möchte dich einladen, auch mal in die Podcast-Folge 94 reinzuhören. Da hatte ich mit Silvia Streifel, meiner Kollegin, die sich ganz intensiv mit KI und ChatGPT auseinandersetzt und Workshops gibt, ein Interview zum Thema die KI-Revolution, wie ChatGPT dein Leben verändert. Ich finde das so sehr wichtig, dass du dir das mal anschaust, denn natürlich die Möglichkeit von Unternehmen, Content durch die KI produzieren zu lassen, macht, dass noch mehr Information möglich ist. Vielleicht kennst du bei Instagram den blauen Haken von verschiedensten Unternehmen. Und den kriegt man seit ein paar Jahren nur dann, wenn man eine Person ist. Also früher war der blaue Haken die Bedeutung für einen besonderen Account mit vielen Usern, verifizierter Account, und heute ist der verifizierte Account dafür, dass du keine KI mehr bist. Ich habe mich dagegen entschieden, meinen Personalausweis mit allen Daten Meta hochzuladen, nur um diesen grünen Haken zu kriegen oder blauen Haken zu kriegen. Ich kann dir verraten, meine Social-Media-Profile sind alle echt und dahinter steht eine Person, nämlich ich und mein Team. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du einmal reinhörst in die Folge 94, die KI-Revolution, um einfach einen Eindruck zu bekommen, was alles möglich ist. Und das, was wir da besprechen, ist ganz, ganz, ganz vorsichtig nur an der Oberfläche gekratzt, denn was alles schon geht mit der KI, ist wirklich immens. Ich kann dir sagen, ich warte momentan noch ganz neugierig und blicke ganz hoffnungsvoll in die Zukunft auf das, was kommt. Ich habe so manchmal den Eindruck, es ist schon unterwegs, aber es ist einfach noch nicht da. Was auch immer es sein wird. Vielleicht ist es eben doch mehr, dass man sich mehr echt sieht, dass es mehr, ja, da ist es ja mein Traum, dass es mehr Orte gibt und Communities gibt, in denen wir uns verbinden können. Ich habe selber so eine Vision davon, so eine zu schaffen. Mal schauen, wie ich in 10 Jahren zurückblicke und sehe, wie sich diese Vision gestaltet hat oder nicht. Und ja, ich denke auch tatsächlich, dass wir viel klarer differenzieren müssen. Also aus unternehmerischer Sicht, was für mich angeht, an den Frauen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, die wirklich Lust, Energie und Power haben, zu sehen, mit offenem Auge durch die Welt zu gehen und dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und für dich natürlich auch klar zu differenzieren, was dir dient und was dir nicht dient. Ich bin sehr gespannt, wie sich alles Weitere hier entwickeln wird. Ich hoffe, dass ich dir heute ein paar Tipps geben konnte für diesen achtsameren Umgang mit Social Media und dir natürlich auch Einblicke gegeben habe, wie aus der Sicht des Unternehmens oder von Unternehmen und Coaches das der Fall ist. Lass dich inspirieren mit positiven Gefühlen. Ich sage es nochmal, geh mit positiven Gefühlen aus diesem Social Media raus und schreibe oder verbinde dich mit Unternehmen und Coaches und Beratern oder mit Trainern oder mit Freunden, so gut du kannst, auf persönlicher Ebene, also in Form von echtem Gespräch. Das kann auch über Social Media stattfinden. Ich weiß für mich, wie ich das mache, weil ich bin da und ich habe auch ein Team, das mich unterstützt. Und ich weiß auch, dass am Ende des Tages das echte Gespräch, das sich in die Augen sehen, sich wirklich begegnen, das ist, was unser Herz am Ende berührt und was echte und tiefe Verbindung schafft. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ich freue mich wirklich, wenn wir in Gesprächen uns sehen, wenn ich dir in die Augen schauen kann. Ich mag dich an dieser Stelle einfach immer einladen, meinen Newsletter zu abonnieren und weiterhin den Podcast zu hören, ihn zu empfehlen bei Menschen, denen du in die Augen schaust und ihnen erzählst, dass der Podcast toll ist und dich inspiriert. Ich freue mich, wenn wir uns begegnen, auch digital. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jede Nachricht und über jeden, der zu mir ins Kennenlerngespräch kommt, damit wir uns im Gespräch sehen können.
ich dir in die Augen schauen kann und spüren und fühlen kann, wie ich dir auf deiner Reise in der bewussten und bedingungslosen Elternschaft helfen kann. Fühl dich wärmstens umarmt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, länger als 8 Sekunden hier diesen Podcast gehört hast. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, auch mit dem Thema Social Media und dem bewussten Umgang mit deinem Smartphone. Ganz liebe Grüße und bis bald. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.